Heute sprechen wir darüber, welche Dinge meiner Meinung nach Deutschland aus Polen sich abgucken könnte und ziehen auch den Gewinner vom Gewinnspiel. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich mal kurz vor für die Leute, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Christoph und ich bin vor fast 4 Jahren aus Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen und Ziel des Kanals ist es auch, vielleicht ein bisschen eine Verbindung zwischen Polen und Deutschland herzustellen, da ich manchmal das Gefühl habe, dass es sehr viele Missverständnisse auf beiden Seiten gibt. Wenn dir dieser Inhalt gefallen sollte und du dich für das Thema Polen interessierst oder auch einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Das kannst du machen, indem du hier unten rechts auf mein Logo draufklickst. Vielen Dank dafür. Bevor wir aber jetzt zum Hauptthema kommen, machen wir noch die Verlosung vom Gewinnspiel von vor 2 Wochen. Dazu gehen wir auf den YouTube Random Picker, geben den Link vom Video ein, filtern nach Wörter, es war ja abgemacht, Hashtag Gewinnspiel einzutragen. Dann schauen wir mal. So, wir haben 25 Kommentare mit dem Hashtag Gewinnspiel, ziehen den Gewinner und der Gewinner ist Kai Hempel 4278. Hey Schnuffinski, danke für deine interessante Ansicht. Ich selber lebe in Deutschland und habe viele polnische Freunde. Fast jeder freie Zeit nutze ich, nach Polen zu fahren oder dort Urlaub zu machen. Mir fallen persönlich viel mehr Punkte ein, die ich aus Polen vermisse. Sei es die Menschen oder auch die polnischen Produkte. Mach weiter so. Deine Videos sind sehr interessant und man kann dir sehr gut zuhören. Beste Grüße aus Dresden. Ja, herzlichen Glückwunsch, Kai. Sende mir bitte per Instagram oder per Mail deine Adresse zu, damit ich dir das Paket mit dem Spiel zusenden kann, beziehungsweise auch noch mit den Süßigkeiten, die ich mit in dem Paket packe. Vielen Dank fürs Mitmachen. Kommen wir jetzt aber auch schon direkt zum Hauptthema und sprechen darüber, was sich Deutschland eventuell aus Polen abschauen könnte. Und vorab möchte ich sagen, dass es mir schon klar ist, dass man nicht immer alles von A nach B so 1:1 übertragen kann, dass da auch noch sehr, sehr viele andere Prozesse dazugehören. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Politik zu tun, ein bisschen was mit der Mentalität und so weiter. Also das ist mir ganz klar. Das soll vielleicht einfach auch nur so ein kleines Gedankenspiel sein, was eventuell meiner Meinung nach schön wäre. Den ersten Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist für mich persönlich ein bisschen schwierig irgendwo unterzuordnen, aber das ist vielleicht ein bisschen das konservative Verhalten. Ich persönlich würde es gut finden, wenn Deutschland vielleicht ein bisschen mehr konservativer eingestellt ist, vielleicht auch ein bisschen mehr auf die eigene Kultur schaut, auf die eigenen Traditionen schaut und die auch ausleben würde, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die deutsche Tradition so langsam ausstirbt. Ich habe manchmal das Gefühl, die wird irgendwie gar nicht wirklich ausgelebt. Es gibt eine deutsche Tradition oder ich sag mal, die aus Deutschland stammt, die weltweit gefeiert wird, jetzt auch gerade zur Weihnachtszeit, und das ist zum Beispiel das Schmücken des Weihnachtsbaumes. Das ist ja eigentlich ein deutsches Ding, das haben Deutsche erfunden, das wird ja weltweit gefeiert, aber sonst, es gibt nicht viele Sachen, zumindest nicht so bekannte Sachen, die wirklich so ausgelebt werden, und hier in Polen habe ich zumindest so den Eindruck, dass es ganz anders ist. Die Polen, die sagen gerne, wir sind stolz auf unsere Nation, wir lieben unsere Tradition und unsere Kultur und wir leben das auch aus. Ich zum Beispiel würde das sehr schön finden, wenn Deutschland sich vielleicht eine kleine Scheibe davon abschneiden würde und auch mal sagen würde, okay, wir sind das deutsche Volk, wir leben unsere Tradition und Kultur auch aus. Den zweiten Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist das Familienleben. Ich möchte hier aber auf gar keinen Fall sagen, dass die Deutschen nicht familiär sind. Das auf gar keinen Fall. Die leben es aber einfach nur auf eine andere Art aus. Und hier gibt es auch vielleicht 2, 3 Beispiele, wo man diese ganz krassen Unterschiede sieht. Ich habe in Deutschland sehr oft gehört oder auch von sehr vielen Bekannten gehört, dass die Eltern
versuchen, so schnell wie möglich die Kinder aus dem Haus zu kriegen, damit die Kinder sehr schnell selbstständig werden und auf eigenen Beinen stehen. Hier in Polen ist das genau das Gegenteil. Hier versucht man wirklich, die Kinder, solange es geht, im Haus zu lassen. Vielleicht hat das auch ein bisschen was mit der Mentalität zu tun, vielleicht auch ein bisschen was mit der Kultur. Vielleicht muss man aber auch zugeben, sind in Deutschland für einen Heranwachsenden die Möglichkeit einfach da, oder ich sage jetzt mal, ist die Möglichkeit leichter, sich eine eigene Wohnung zu nehmen und ein selbstständiges Leben zu führen, wie hier in Polen. Was aber trotzdem nicht die Tatsache ändert, dass die Polen trotzdem gerne zusammen miteinander leben oder dass auch die Kinder gerne mit den Eltern lange zusammen leben. Eine zweite Sache, welche mir auch noch aufgefallen ist, dass sehr oft Kinder und Eltern sich gegenseitig besuchen. Es ist hier in Polen wirklich nicht unüblich, dass zum Beispiel die Kinder sonntags zu den Eltern fahren, zum Mittagessen, dann zusammen den Tag verbringen, Filme gucken, spazieren gehen oder sonst irgendetwas machen. Also das sind so zum Beispiel diese 2, 3 Unterschiede, wo man dann auch einfach sieht, dass hier in Polen das Familienleben ausgeprägter ist, und ich persönlich würde es nicht schlecht finden, wenn in Deutschland die Deutschen sich da vielleicht ein Stückchen von abschneiden könnten. Den dritten Punkt, wo sich Deutschland meiner Meinung nach eine Scheibe von abschneiden könnte, ist das Promoten eigener Lebensmittel. Deutschland ist ein Industriestaat, und wenn irgendwo im Ausland deutsche Maschinen im Umlauf sind mit dem Stempel Made in Germany, kann man schon eigentlich fast sagen, dass das ein Garantiesiegel ist. Ja, aber geben wir auch zu, deutsche Maschinen, alles was in Deutschland hergestellt ist, ist Qualitätsware. In Polen ist das sehr ähnlich, nur halt mit dem Lebensmittel. Man wird sehr dazu angeregt, Produkte polnischer Herkunft zu kaufen, und somit ist das dann auch zum Beispiel sehr oft, dass man hier zum Beispiel Produkte hat, wo dann drauf steht Produkt Polski, oder hier haben wir auch noch mal zum Beispiel einen Käse griechischer Art, wo dann auch drauf steht, dass das aus polnischer Milch hergestellt wird. Man wird einfach dazu angeregt. Genauso wie hier haben wir zum Beispiel einen Saft Timbarek, kennt wahrscheinlich jeder, wo dann hier auch drauf steht zum Beispiel Polska Marka. Und ja, man wird indirekt auch ein bisschen dazu verleitet, dann auch polnische Produkte zu kaufen. Auch hatte mal der Biedronka eine ganz interessante Aktion, wo die auch dazu angeregt haben, mehr polnische Produkte zu kaufen. Und das sah dann in der Tat ungefähr so aus, dass man dann ganz normal einkaufen war und dann auf dem Kassenbon unten nochmal eine Zusammenfassung hatte der Summe, die man an polnische Produkte ausgegeben hat. Ich persönlich fand das irgendwie eine tolle Aktion. Persönlich kaufe ich auch eigentlich nur polnische Produkte, wenn es möglich ist, und noch besser, wenn es regionale Produkte sind. Das waren jetzt natürlich nur Beispiele, wo sowas aufgezeigt wird, aber wenn man in Polen einkaufen ist oder ihr vielleicht selber schon mal einkaufen wart, werdet ihr das mit Sicherheit schon mal gesehen haben, dass wenn ihr irgendwo an der Gemüseabteilung wart oder dran vorbeigegangen seid, dass das schon sehr stark gekennzeichnet wird, wenn irgendetwas in Polen produziert wurde. Den vierten Punkt weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo ich den unterordnen soll. Ich packe es jetzt aber einfach mal zum Thema das normale Alltagsleben. Und in diesem Punkt würde ich jetzt auch die Regierung kritisieren, denn das sind wirklich die, die vielleicht etwas an der ganzen Sache ändern können und die ganzen Probleme auch beheben könnten. Ich bin wirklich niemand, der zum Beispiel gegen Klimaaktivisten ist. Ganz im Gegenteil. Ich finde es sogar gut, dass es Menschen gibt, die sich für andere Menschen auch gegebenenfalls einsetzen oder auch für das Klima kämpfen. Ich finde aber, es muss eine Grenze gezogen werden, wo man dann sagt, okay, man darf aber keinen anderen damit schaden. Und wenn es dann zum Beispiel die Menschen gibt, die sich auf die Straße kleben, um andere daran zu hindern, zur Arbeit zu fahren, die vielleicht eine Familie haben mit 2 Kindern, die ernähren müssen und vielleicht sogar ihren Job verlieren könnten, weil die wieder zu spät zur Arbeit gekommen sind. Ich finde, das geht dann einfach zu weit. Auch finde ich es total unnötig, über Schreibweisen zu diskutieren, ob man jetzt sagt Lehrer, Lehrerin, Fahrer, Fahrerin oder ob jetzt das Ampelmännchen einen Hut trägt oder nicht. Das sind für mich Probleme,
welche eigentlich gar keine Probleme sein sollten. Auch noch eine Sache, was meiner Meinung nach einen Schritt zu weit geht, sind diese ganzen Trans-Sachen. Und bitte versteht mich hier nicht falsch, ich habe nichts gegen Trans-Menschen oder gegen Menschen, die heute ein Fuchs sind, morgen ein Elefant und übermorgen eine Stehlampe. Ich habe wirklich nichts dagegen. Jeder soll sich fühlen, wie er ist, und jeder soll das sein, was er sein möchte. Ich habe wirklich kein Problem damit. Ich finde aber, es wird in gewissen Punkten einfach eine Grenze überschritten. Meiner persönlichen Meinung nach gehört das nicht in den Kindergarten, dass ein Transmensch, der sich, ein Mann oder eine Frau, die sich dann irgendwie verkleidet mit irgendwelchen bunten Federn, halbnackt vor Kindern tanzt und irgendwie fast das Glied ins Gesicht schlägt. Ich finde, das ist einfach eine Sache, die gehört nicht in den Kindergarten. Und hier auch nochmal, nicht falsch verstehen, ich würde das genauso kritisieren, wenn eine Hetero-Stripperin in den Kindergarten geht und den 3-, 4-, 5-Jährigen halbnackt einen vortanzt. Das sind Sachen, die gehören nicht in den Kindergarten. Aber dass man das dann jetzt noch extra befürwortet, weil man will ja tolerant sein, geht auch noch einen Schritt zu weit. Ich weiß nicht, ob das jetzt sogar der Wahrheit entspricht. Ich will da jetzt auch nicht zu weit darauf eingehen. Aber ich habe halt gelesen von dem ersten Schwulen- und Lesben-Kindergarten in Berlin, was ja auch in Ordnung ist. Ein Befürworter, wo ich auch gelesen habe, dass er auch mit in dem ganzen Projekt drinsteckt, ist einer, der auch Befürworter für Pädophilie ist. Und tut mir leid, das ist einfach für mich eine Sache, also mir fehlen da wirklich die Worte, und ich finde, da muss definitiv eine Grenze gezogen werden. Das ist für mich dann schon irgendwie unnormal, dass ein Pädophiler die Erlaubnis kriegt, einen Schwulen- und Lesben-Kindergarten irgendwie zu promoten. Also hier nochmal, ich habe wirklich nichts gegen diese Menschen. Ich bin auch nicht derjenige, der sagt, dass jeder Homosexueller gleich pädophil ist. Aber jemand, der in der Öffentlichkeit Pädophilie verharmlost, dann, also sorry, das geht für mich wirklich zu weit, und ich finde, das sollte sogar verboten werden. Den 5. Punkt, den ich jetzt hier ansprechen möchte, ist vielleicht sogar ein bisschen kurios, aber ich finde, wo Deutschland auch mal ein Auge darauf werfen könnte, ist das Leben von Obdachlosen. Ich habe das Gefühl, dass hier in Polen wesentlich weniger Menschen auf der Straße leben und obdachlos sind wie in Deutschland, was für mich irgendwie schwierig zu verstehen ist, da es eigentlich in Deutschland viel mehr Sozialleistungen gibt wie in Polen. Und um das vielleicht jetzt auch nochmal in Zahlen darzustellen, wie viele Menschen in Deutschland und Polen obdachlos sind. Also wenn wir das jetzt mal auf die Gesamtbevölkerung schauen, ich habe mir das mal notiert, in Deutschland gibt es ca. 83 Millionen Einwohner, wovon 263.000 obdachlos sind. Prozentual gesehen sind es 0,003%, was auf die Gesamtbevölkerung ja nicht viel ist. In Polen hingegen haben wir ca. 38 Millionen Einwohner und ca. 33.000 Obdachlose, was prozentual 0,0008% sind. Und wenn wir jetzt mal auf die Gesamtbevölkerung schauen, leben in Deutschland prozentual 27% mehr Obdachlose wie in Polen. Auch ist das ja kein Geheimnis und teilweise sogar sehr offensichtlich, dass hinter den Bettlern in Deutschland sehr oft kriminelle Banden dahinter stecken und organisiertes Verbrechen ist. Dass da die Regierung nichts dagegen tut, obwohl das so offensichtlich ist, ist für mich schon sehr kurios. Vielleicht gibt es hier in Polen auch solche Bettelbanden. Zumindest habe ich persönlich die noch nicht wahrgenommen. Auch die Sozialwohnungen in Polen sind nicht so schön wie in Deutschland. In Deutschland kann man sich ja im Prinzip etwas aussuchen, was in die Kriterien passt, was das Sozialamt bezahlt. In Polen sind die Sozialwohnungen ein bisschen anders. Ich bin mal einmal durch so ein Viertel gelaufen, wo Sozialwohnungen stehen, und das ist schon ganz anders wie in Deutschland. Man hat hier nicht Wohnblocks, wo dann irgendwie die Menschen zwischen, ich sage jetzt mal, den normalen Arbeiter wohnen. Die werden wirklich so ein bisschen am Stadtrand aufgebaut, diese Viertel. Das sind eine Art, zumindest habe ich das so wahrgenommen,
vielleicht gut ausgebaute Baracken oder vielleicht auch gut ausgebaute Garagen. Ich will das jetzt nicht irgendwie schlecht reden, und das ist einfach dann die Ecke oder das sind dann einfach die Stellen, wo dann die sozial bedürftigen Menschen leben. Und aus dem Grund, weil die Sozialleistungen hier so schwach sind, weil die Sozialwohnungen auch nicht so schön sind, vielleicht ist das dann auch der Antrieb für denjenigen, nicht in die Obdachlosigkeit zu fallen, um einfach ein besseres Leben zu haben. Den 6. Punkt, wo meiner Meinung nach sich Deutschland eine gewaltige, dicke Scheibe von abschneiden kann, ist der Nationalstolz. Hier in Polen schämt man sich nicht dafür zu sagen, dass man stolz auf sein Land ist, dass man stolz auf seine Nation ist, geschweige denn, dass man stolz ist, Pole zu sein. Ganz und gar nicht. In Deutschland ist das ja schon fast das Gegenteil. Man wird ja schon verteufelt, wenn man sagt, ich bin stolz darauf, ein Deutscher zu sein. Ich liebe mein Vaterland. Ich bin Deutscher. Ich finde das schon fast teilweise traurig, dass man dazu gedrängt wird, nicht aussprechen zu dürfen, was man für seine Nation fühlt. Und was mich auch noch traurig macht, dass es sogar Menschen gibt, die sich schämen, Deutscher zu sein. Das ist für mich persönlich eine unvorstellbare Sache. Hier in Polen ist es wirklich egal, welchem politischen Lager man angehört, ob man jetzt Kaczynski-Anhänger ist oder Tusk-Anhänger. Aber alle haben die eins gemeinsam, die lieben alle die polnische Nation und die sind alle stolz darauf, Pole zu sein. Ich habe hier noch nie von jemandem gehört, dass er sich schämt, Pole zu sein. Und ich finde, da sollte sich Deutschland eine gewaltige Scheibe von abschneiden. Der 7. Punkt bezieht sich auf die Arbeitswelt. Aber auch da muss man das immer von beiden Seiten schauen, für wen das gut und für wen das schlecht ist. Ich rede jetzt hier wirklich nur aus eigener Erfahrung. Aber was ich hier gut finde, wo Deutschland sich auf jeden Fall auch eine Scheibe von abschneiden kann, ist, dass man hier wirklich in jeder Arbeitsposition, in jeder Branche sein Gehalt verhandeln kann. Und das ist wirklich, ob man ein ganz normaler Facharbeiter ist, bis hoch zum Manager. Man kann hier überall sein Gehalt verhandeln. Es ist natürlich auch so, dass jeder Job oder jede Branche sein Budget hat, um seine Mitarbeiter zu bezahlen. Man kann aber immer oder sehr oft kann man hier immer auf eine Gehaltserhöhung pochen, wenn man einfach ein guter Mitarbeiter ist und Leistung bringt. In Deutschland ist das ja ein bisschen anders. Man ist da vielleicht ein bisschen mehr auf Sicherheit eingestellt, dass man sagt, okay, ich habe meinen Tarifvertrag und es ist ganz egal, ob ich jetzt, ich sage jetzt mal von einer Skala 1 bis 10, ob ich jetzt die Leistung 2 bringe oder die Leistung 9 bringe. Jeder kriegt genau das gleiche Geld, jeder verdient genau das Gleiche. Ich finde, das ist einfach eine Sache, da könnte sich vielleicht Deutschland eine Scheibe von abschneiden und sagen, okay, du bist ein guter Mitarbeiter, wir gucken nicht auf Tarifverträge, wir verhandeln dein Gehalt. Das waren meine 7 Dinge zum Thema, was sich Deutschland aus Polen abschauen könnte. Falls dich interessiert, was ich aus Deutschland vermisse, beziehungsweise was ich überhaupt nicht aus Deutschland vermisse, solltest du jetzt diese Videos dir anschauen, die jetzt hier oben aufleuchten. Ansonsten danke ich dir wirklich vom ganzen Herzen, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!